Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr französischer Kollege Jean-Noël Barrot sind rund 4 Wochen nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad zu einem unangekündigten Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Dort wollen sie im Auftrag der Europäischen Union gemeinsam mit dem französischen Amtskollegen unter anderem mit dem neuen de facto Herrschenden sprechen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Max Hermes, der ist in Tel Aviv. Eine Regierung so wirklich gibt es in Syrien noch gar nicht. Jetzt dieser Überraschungsbesuch, der deutsch-französische. Wer will da aktuell von wem was? Guten Morgen, Tatjana. Guten Morgen, Thomas. Es ist tatsächlich ein großer Aufschlag von Annalena Baerbock und ihrem französischen Amtskollegen. Sie sind die ersten beiden westlichen Staatschefs, die jetzt dort eben mit den neuen syrischen de facto Machthabern sprechen. Und es ist natürlich ein Besuch, der auch im Zeichen des deutschen Wahlkampfs ein bisschen steht. Deutschland ist ja auch gerade bemüht, Rückführungsabkommen zu treffen bzw. einzuleiten, dass auch mehr Syrer nach Deutschland abgeschoben werden können. Und das ist sicherlich etwas, was jetzt bei diesem Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock da mitspielt. 1 Million Syrer rund sind noch in Deutschland aktuell. Nicht alle davon sollen zurückkehren nach Syrien, aber das ist sicherlich etwas, über das man sprechen wird. Das ist aber nicht das, was die Bundesaußenministerin jetzt als vorrangigen Grund für diesen Besuch nennen wird. Es geht erst einmal darum, jetzt eine Beziehung aufzubauen zu den neuen Machthabern. Das hat man ja im Fall von Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban zunächst verpasst, hat dann aber Jahre später festgestellt, dass beispielsweise, wenn es um Abschiebeflüge oder Ähnliches geht, man dann doch eben Kontakte braucht. Also, das ist ein früher Aufschlag. Baerbock und ihr französischer Amtskollege, die darüber sprechen, auch wie natürlich sich das Land jetzt entwickelt. Der neue de facto Machthaber hat bereits angekündigt, dass es jetzt bis zu 3 Jahre dauern sollte, bis eine Verfassung in Syrien geschrieben wird und dann ein weiteres Jahr, bis dann überhaupt gewählt werden könnte. Das ist aus Sicht der EU, aus Sicht von Deutschland viel zu lange. In dieser Zeit könnte ein Machtvakuum entstehen und natürlich auch die Frage, was passiert mit den dort innerhalb Syriens rivalisierenden Gruppen. All das wird Baerbock dort zur Sprache bringen. Sie hat auch angekündigt, dass in jedem Fall dort wichtig ist für die europäischen Partner, dass dort alle Minderheiten auch geachtet würden. Man wolle nichtsdestotrotz aber verhindern, dass man sich von außen zu sehr einmische. Und das war auch noch einmal ein Seitenhieb auf die Türkei und auf Israel, beide Länder, die bereits selbst geopolitische Interessen in dem Land verfolgen. Max, bleiben wir im Moment bei den geopolitischen Interessen, die gerade Israel in Syrien auch vertritt. Vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund, dass man Sicherheit für die eigene Bevölkerung will. Jetzt kommt raus, noch vor dem Sturz Assads, Wochen vorher, hat es offenbar eine geheime israelische Militäraktion gegeben. Was ist da passiert? Das ist eine der größten israelischen Militäroperationen in den vergangenen Jahren gewesen. Die israelischen Streitkräfte haben rund 200 Kilometer innerhalb des Territoriums von Syrien agiert und sie haben das weit vorbereitet. Also eine unterirdische Anlage, 70 bis 130 Metern unter der Erde, die von Iran dort gebaut wurde und letztlich iranische Raketen produzieren sollte. Also innerhalb von Assads Machtzirkel haben die Iraner dort die Erlaubnis erhalten, eine solche Anlage zu bauen. Und diese Raketen, die sollten natürlich auf Israel abgefeuert werden, die dort produziert werden. Also die Israelis haben dort mit Geheimdienstinformationen seit Beginn der Bauarbeiten vor mehreren Jahren dort schon davon Kenntnis erlangt und haben dann letztlich mit mehr als 100 Helikoptern diese Aktion im Dezember durchgeführt. Das war also eine rund 2,5-stündige Aktion, in der Spezialkräfte dann von den Helikoptern auf den Boden abgeseilt wurden, Sprengsätze in dieser unterirdischen Anlage angebracht haben und das Ganze dann zerstört haben. Also ein großer Schlag für die Israelis, die jetzt das Videomaterial dazu veröffentlicht haben. Und insgesamt muss man sagen, rund 80% des syrischen Waffenarsenals sind jetzt bereits durch das israelische Militär auch nach dem Sturz von Assad zerstört worden. Max, besten Dank für all diese ganz aktuellen Informationen.